willkommen. Nimm dir, bevor irgendetwas anderes geschieht, einen Moment, um dort anzukommen, wo du bist. Lass deine Schultern ein wenig sinken. Lass deinen Kiefer weich werden. Lass das Gewicht deines Kopfes von dem getragen werden, was sich darunter befindet. Ein Kissen, ein Polster, die sanfte Wölbung eines Stuhls. Du musst heute Nacht nichts mehr halten. Lass den Atem langsam einströmen durch die Nase und lass ihn langsam wieder hinausströmen durch den Mund oder die Nase, je nachdem, was leichter fällt. Dein Atem muss keine bestimmte Form annehmen. Er wird seinen eigenen langsamen Rhythmus finden, so wie ein Fluss sein eigenes langsames Bett findet, ohne dass man es ihm sagt. Heute Nacht werden wir ein Stück reisen. Nicht weit, nicht schnell. Wir gehen an einen Ort, an dem die Zeit anders fließt, wo das Wasser in trägen Kreisen wirbelt, wo die Luft warm und feucht ist, wo kleine, freundliche Hände kleine, freundliche Formen falten und wo nichts, gar nichts in Eile ist. Du musst dir nichts merken von dem, was ich sage. Du musst nicht jedem Detail folgen. Wenn deine Gedanken abschweifen, ist das willkommen. Wenn du wegdriftest, bevor die Geschichte endet, ist das genau richtig. Die Geschichte ist nicht das Ziel. Der Schlaf ist das Ziel. Die Geschichte ist nur ein weicher Pfad, der dich dorthin führt. Lass deine Augen sich schließen, falls sie es nicht schon sind. Spüre die Fläche unter dir als eine freundliche, beständige Gegenwart, die dich trägt, nichts von dir verlangt, dich einfach hält, so wie der Fluss ein Blatt hält. Lass deine Füße schwer werden. Lass deine Hände schwer werden. Lass die kleinen Muskeln um deine Augen, um deinen Mund, um den Nasenrücken weich und still werden, so wie ein Abend still wird, nachdem die Sonne untergegangen ist. Atme noch einmal lang ein und lass es ziehen. Und nun, ganz behutsam, lass uns beginnen. Du findest dich am Rand eines weiten, langsamen Gewässers stehen. Es ist die Stunde, kurz nachdem die Sonne die Linie ferner Schilfgräser berührt hat. Jene lange goldene Stunde, in der die Luft die Farbe von Honig annimmt und die Oberfläche des Flusses zu weichem, gehämmertem Metall wird. Das Delta breitet sich vor dir in viele stille Richtungen aus. Wasserläufe flechten sich durch flache Inseln aus Gras. Schlickbänke glänzen, wo das Licht sie streift. Hohes Schilf neigt sich sanft mit jedem Hauch von Wind, der vorbeizieht. Und der Wind ist so leicht, dass du ihn an deinen Handgelenken spürst, bevor du ihn im Gesicht spürst. Die Luft ist hier feucht, schwer und warm und voll vom Geruch nassen Grases, von Schlick, von etwas leise Grünem und leise Papiernem. Ein Geruch wie das Innere eines feuchten Buches, das auf einer Fensterbank offen liegen geblieben ist. Nur freundlicher, sanfter. Du atmest ihn ein und er legt sich in deine Lungen, als hätte er schon immer dorthin gehört. Draußen auf dem Wasser, verstreut über die langsamen Wirbel, kannst du sie sehen, die Werkstätten. Ausgehöhlte Treibholzstämme, gewaltig und geduldig, schwimmen in leichten Winkeln zueinander. Jeder verteut mit einem langen, weichen Seil an einem Pflock, der in den Flussgrund getrieben wurde. Sie heben und senken sich nur ein winziges Stück mit dem Atem der Strömung. Hinauf und hinunter, hinauf und hinunter. An jeder Werkstatt hängt eine kleine bernsteinfarbene Laterne an einem Holzhaken und jede Laterne legt einen langen, wogenden Widerschein auf das Wasser. Die Spiegelbilder treiben in langsamen Kreisen, den Strudeln folgend. Rund und rund, rund und rund. Du trittst hinaus auf einen niedrigen Holzsteg, der auf geduldigen Pfählen über das Marschland gelegt wurde. Die Bretter sind warm unter deinen Füßen, weich von Jahren aus Sonne
und Regen. Sie geben ein wenig nach, wo du auftrittst. Und jeder Schritt erzeugt ein leises, tiefes Knarren. Und das Knarren ist nicht laut. Und das Knarren stört nichts. Ein Reiher steht im Flachwasser zu deiner Linken. Seine langen Beine sind dunkle Stiele im goldenen Wasser. Sein Kopf ist geneigt, lauschend. Er sieht dich nicht an. Er muss es nicht. Er hebt einfach einen Fuß. Langsam, langsam und setzt ihn wieder ab. Und das Geräusch, das er macht, ist ein weiches, gedämpftes Plopp, wie ein Stein, der in tiefes Moos fällt. Plopp. Und dann Stille. Du gehst weiter. Der Steg biegt und schwingt sich, führt dich hinaus über das weitere Wasser. Du kommst an Büscheln gelber Blumen vorbei, die über dem Schilf nicken. Du kommst an einer niedrigen Weide vorbei, deren lange Blätter sich herabsenken und die Wasseroberfläche streifen. Und dort, wo sie berühren, ziehen sie langsame Kreise. Der Schatten der Weide legt sich über das Wasser wie ein langer, dunkler Schal, und das goldene Licht sammelt sich darum. Am Ende des Stegs wartet eine kleine Werkstatt. Es ist einer der ausgehöhlten Treibholzstämme, rund, glatt, in der Farbe alten Tees. Sein Inneres ist zu einer behaglichen Kammer ausgeschnitzt worden, und eine niedrige, gewölbte Tür führt hinein. Über der Tür schwingt eine einzelne bernsteinfarbene Laterne, ganz sacht, an einem Seil. Hier arbeitet Pell. Du trittst vom Steg in die Werkstatt hinunter, und der Boden gibt unter deinen Füßen ein kleines Schwanken nach, so wie ein kleines Boot schwankt, wenn man es betritt. Du spürst das Schwanken in deinen Hüften und in deinen Knien, und dann spürst du es aufhören. Und dann spürst du ein neues, langsameres Schwanken beginnen, den tieferen Rhythmus des Strudels selbst. Pell ist da. Sie sitzt auf einem niedrigen Kissen am anderen Ende der Werkstatt, nahe einem runden Fenster, das in das Treibholz geschnitten ist. Ein Fenster, das direkt auf das goldene Wasser hinausgeht. Ihre Hände ruhen in ihrem Schoß. Ihre Augen sind halb geschlossen. Sie atmet ein und atmet aus. Und sie dreht sich nicht um dich anzusehen. Du verstehst, ohne dass es dir jemand sagt, dass du hier willkommen bist. Du bist nicht eigentlich ein Gast und nicht eigentlich ein Besucher. Du wirst einfach geduldet. Du darfst dich auf das Kissen ihr gegenüber setzen. Du darfst dich niederlassen. Du darfst zusehen. Also setzt du dich. Und die Werkstatt legt sich um dich herum zur Ruhe. Lass deinen Blick langsam durch das Innere des Stammes wandern. Die Wände wölben sich in einem glatten Bogen über dir, ausgekleidet mit altem, weichem Holz, das von vielen Jahren warmer Hände poliert worden ist. Entlang der Krümmung einer Wand sind kleine Regale in die Maserung eingelassen worden, und auf den Regalen ruhen die Werkzeuge von Pells Handwerk. Da ist der Knochenglätter, ein glattes, helles Werkzeug von der Länge eines Fingers, geformt wie eine lange, flache Träne, mit einem abgerundeten und einem zugespitzten Ende. Da ist eine kleine Tonschale mit Wasser zum Befeuchten der Fingerspitzen. Da sind gefaltete Quadrate aus weichem Leinen zum Tupfen. Da ist eine winzige Schere aus Schilfrohr. Da ist eine Rolle gewachster Faden. Da ist eine Reihe geflochtener Wiegen. Kleine Nester, nicht größer als eine hohle Handfläche, aus feinem Flussgras gemacht, dicht geflochten. Da ist ein Kessel auf einer niedrigen Glutschale mit einem Kupferboden, auf eine freundliche Art verbeult, mit einer geschwungenen Tülle und einem Deckel, der nicht ganz gerade sitzt. Der Kessel tickt, ganz leise, während er sich erwärmt. Tick, tick. Und entlang der dritten Wand, gleich innerhalb des runden Fensters, ist ein langes, niedriges Gestell aus feinen Zedernholzleisten gebaut worden. Auf diesem Gestell
ruhen Bögen von Flusspergament, ein halbes Dutzend, flach ausgelegt, um in der feuchten Luft zu entspannen. Das Pergament ist hell, in der Farbe frischer Sahne. Jeder Bogen ist etwas größer als eine gespreizte Hand. Jeder Bogen ist leicht feucht, gerade genug, um sich kühl auf der Haut anzufühlen. Jeder Bogen verströmt jenen leisen, grasigen, papierenen Duft, den Duft des Flusses, gesiebt und gepresst und geduldig. Das ist es, was Pell faltet. Das ist das Handwerk der Markfalterin. Das Pergament stammt von keinem Tier. Es ist aus dem Fluss selbst gemacht, aus weichem Schlick und Schilfbrei und feiner grüner Faser, an den langen Gestellen weiter flussaufwärts durch Siebe gestrichen, gepresst und in kleinen Körben hinunter zu den Werkstätten flussabwärts getrieben. Die Markfalterinnen nehmen diese Bögen und falten sie, langsam, jeden Knick zweimal, zu Formen, die die kleinen Erinnerungen des Flusses bewahren. Das Innehalten eines Reihers, das Drehen eines Steins, der Winkel der späten Sonne, die Form eines Schattens auf dem Wasser. Es ist ein stilles Handwerk. Es erhebt nicht die Stimme. Es eilt nicht. Du sitzt und du schaust zu. Pell atmet ein. Ihre Schultern heben sich. Nur ein wenig. Pell atmet aus. Ihre Schultern senken sich. Nur ein wenig. Ihre Augen öffnen sich. Langsam, wie eine Tür, die sanft in einen warmen Raum aufschwingt. Sie schaut auf das Gestell mit dem Pergament. Sie schaut auf das runde Fenster. Sie schaut auf das goldene Wasser hinter dem Fenster, wo der lange Schatten der Weide liegt. Sie wählt. Du weißt noch nicht, welchen Bogen sie wählen wird. Sie weiß es auch noch nicht. Das Pergament entspannt sich noch. Es ist nicht nötig, jetzt zu wählen. Es ist nicht nötig, jetzt überhaupt etwas zu tun, außer zu sitzen und zu atmen und das langsame Wiegen der Werkstatt auf dem langsamen Wasser zu spüren. Also tust du genau das. Du sitzt, du atmest, du lässt die Wärme der Laterne über deine Hände fallen. Draußen, irgendwo jenseits des Wassers, hörst du das weiche, gedämpfte Plumpsen eines weiteren Reihers, der einen Schritt setzt. Plumps, Stille. Und dann, von weiter weg, eine kleine Glocke, vielleicht an einer anderen Werkstatt, vielleicht an einer Verteuung, ein langsamer, weicher Ton, wie ein Gedanke, der sich selbst zu Ende denkt. Das Licht, das durch das runde Fenster fällt, vertieft sich, ganz langsam, von Honig zu Bernstein, zu einem dunkleren, wärmeren Gold. Der Schatten der Weide wird länger. Die Reiher kommen zur Ruhe, einer nach dem anderen. Ihre langen Hälse falten sich hinunter in die weichen Taschen ihrer Körper. Der Abend kommt. Und Pell, in ihrer kleinen Werkstatt auf dem langsamen Wasser, in ihrem kleinen Tümpel aus Laternenlicht, beginnt sanft ihre Abendschicht. Sie greift zuerst nach dem Kessel. Ihre Hand bewegt sich langsam und dir fällt auf, wie langsam und wie vollständig die Langsamkeit ihrer Bewegung der Langsamkeit des Flusses draußen entspricht. Nichts an ihr eilt. Ihre Finger legen sich um den Henkel des Kessels, ohne zu greifen. Sie halten einfach. Sie hebt den Kessel von der Glutpfanne und stellt ihn auf einen flachen Stein neben sich. Sie greift hinter sich zu einem hohen Regenwasserkrug, der in der Ecke der Werkstatt steht, verschlossen mit einem hölzernen Deckel, der wie ein Blatt geschnitzt ist. Sie hebt den Deckel. Sie taucht eine lange Kupferkelle in den Krug und schöpft Regenwasser herauf. Kühl, klar, leicht mineralisch. Sie gießt das Regenwasser in einem langen, dünnen Strahl in den Kessel und der Kessel empfängt es mit einem weichen, vollen Klang. Der Deckel
kommt wieder auf den Regenkrug. Der Kessel wird zurück auf die Glutpfanne gestellt. Der Schilfdocht in der Glutpfanne glüht ein wenig heller, gespeist vom kleinen Atemhauch, den ihre Bewegung gemacht hat. Sie stutzt den Docht mit der winzigen Schilfschere. Ein kleiner Schnitt. Die Flamme wird ruhig. Nun nimmt sie von einem Brett nahe ihres Ellbogens ein kleines Tongefäß mit Schilftee herab. Der Tee ist eine grobe grünbraune Mischung, getrocknetes Schilfmark, Weidenblatt, ein paar dunkle Flusskräuter, deren Namen alt sind. Sie misst eine sorgfältige Prise in ein kleines irdenes Kännchen ab. Sie stellt das Kännchen neben den Kessel, bereit. Das sind ihre ersten Gesten des Abends. Immer dieselben, immer langsam. Sie schaut dich nicht an, während sie arbeitet. Sie muss es nicht. Du bist kein Gast, der unterhalten werden muss. Du bist jemand, der sich in dieselbe Ruhe einlässt, in die sie sich einlässt. Und die Arbeit selbst ist das Willkommen. Der Kessel beginnt, ganz langsam sich zu erwärmen. Du hörst ihn wieder ticken. Tick, tick. Nun wendet Pell sich dem Gestell mit dem Pergament zu. Sie erhebt sich von ihrem Kissen auf eine Weise, die eher ein Entfalten als ein Aufstehen ist. Sie geht barfuß zum Gestell hinüber und der Boden des Stamms gibt das kleinste Knarren unter ihr. Und das Knarren beruhigt sich und sie beruhigt sich und sie steht vor den Zedernlatten, die Hände sanft vor sich gefaltet. Sie schaut auf die Bögen. Du schaust mit ihr. Es sind 6 nebeneinander ausgelegt. Jeder ist leicht anders. Einer ist weißer als die anderen, vielleicht an einem helleren Tag gesiebt. Einer hat einen schwachen rosa Schimmer an einer Ecke, wo ein Blütenblatt auf das Sieb gefallen ist. Einer hat eine lange, blasse Faser, die hindurchläuft, wie eine Ader. Einer ist etwas größer als die anderen. Einer ist etwas kleiner. Einer ist vollkommen gewöhnlich, vollkommen gleichmäßig, vollkommen er selbst. Pell lässt ihre Fingerspitzen über jeden Bogen der Reihe nach schweben, ohne zu berühren. Sie prüft nicht, sie entscheidet nicht mit dem Verstand. Sie lässt ihre Hand wissen, welcher Bogen darum bittet, heute Abend gefaltet zu werden. Nach einem langen, geduldigen Moment legen sich ihre Finger leicht auf den Bogen, durch den die lange, blasse Faser läuft. Die Faser fängt das Laternenlicht ein, wie einen Milchfaden. Das ist er. Sie hebt ihn sehr behutsam, mit beiden Händen flach darunter, so wie du ein schlafendes Kätzchen heben würdest. Das Pergament biegt sich ein wenig unter seinem eigenen Gewicht, aber es bricht nicht. Es ist weich und feucht und willig. Sie trägt es durch die Werkstatt zu einem niedrigen Falttisch nahe dem Fenster. Der Tisch ist eine einzige breite Bohle aus hellem Holz, in der Mitte glatt geworden durch unzählige Faltungen. Sie legt den Bogen ab. Sie streicht ihn sanft mit dem Handrücken glatt, von der Mitte nach außen, so wie du eine Decke über einem schlafenden Kind glatt streichen würdest. Hinaus und hinaus und hinaus. Das Pergament liegt flach. Nun greift sie nach dem Knochenpolierer. Er liegt auf einem kleinen gefalteten Tuch neben ihr. Sie hebt ihn zwischen Daumen und 2 Fingern. Er ist kühl und glatt und überraschend schwer für seine Größe. Das kühle, glatte Gewicht eines Werkzeugs, das 1000 Abende gebraucht und nie zerbrochen ist. Sie hält ihn einen Augenblick, lässt ihn an ihrer Hand warm werden. Dann beginnt sie. Sie führt den Polierer in langen, langsamen Zügen über die Oberfläche des Pergaments. Vom oberen Rand bis zum unteren Rand, in geraden Linien. Ein Zug, dann noch einer, leicht rechts vom ersten. Dann noch einer. Das ist das Glätten. Das Pergament lernt seine eigene Form unter dem Knochen.
Der feuchte, grasige Duft steigt um sie auf, um dich, weich und erdig und rein. Das Laternenlicht glüht auf der Oberfläche des Bogens. Und wo der Polierer entlang streicht, nimmt die Oberfläche einen schwachen Glanz an, wie die Haut eines Teichs in einem kleinen Wind. Sie glättet in eine Richtung, bis der ganze Bogen geglättet ist. Dann dreht sie den Polierer in ihrer Hand und glättet in die andere Richtung. Quer, lange, langsame Züge, einer nach dem anderen. Nie hastig, nie drängend. Wenn sie in beide Richtungen geglättet hat, legt sie den Polierer auf sein Tuch. Sie ruht ihre Hände in ihrem Schoß. Sie atmet. Das Pergament liegt auf dem Tisch, schwach leuchtend, bereit. Draußen hat sich das Gold des Wassers weiter vertieft. Der Schatten der Weide reicht jetzt fast bis an die Werkstatt heran. Und durch das runde Fenster kannst du sehen, wie die lange, dunkle Form sich über die Oberfläche legt. Weiche Ränder, langsame Ränder, mit den kleinsten Bewegungen dort, wo oben die Blätter sich regen. Das ist der Schatten, den sie heute Abend falten wird. Der Winkel der Weide in der Dämmerung. Die langsame Neigung ihres langen, dunklen Schals über das Gold. Sie betrachtet ihn lange durch das Fenster. Sie prägt sich nichts ein. Sie misst nichts. Sie lässt die Form des Schattens in ihre Hände sinken, so wie ein Lied in eine Sängerin singt, bevor sie es singt. Du schaust auch. Du lässt die Form des Weidenschattens in dich einsinken. Die lange, weiche Neigung, das Regen der Blätter, die Art, wie das Gold sich um das Dunkle sammelt. Der Kessel hinter ihr gibt einen kleinen Atemzug von sich. Er kocht noch nicht. Er wärmt sich nur. Es gibt keine Eile. Pell wendet sich wieder dem Pergament zu. Sie nimmt den Polierstein erneut zur Hand. Und jetzt glättet sie nicht. Jetzt ritzt sie. Sie legt den Polierstein auf das Pergament, nahe an einer Kante, und zieht ihn leicht in einer langen, sanft gebogenen Linie über die Oberfläche. Die Linie ist nicht geschnitten, sie ist nur gedrückt. Eine weiche Falte, die Andeutung eines Bruchs, das erste Flüstern einer Form. Sie hebt den Polierstein. Sie dreht das Pergament eine Vierteldrehung. Sie legt den Polierstein wieder auf und zieht eine weitere Linie. Diese etwas kürzer, etwas weicher. Sie ritzt den Weidenschatten in das Blatt. Nicht den Schatten als Bild, sondern den Schatten als Faltung. Seine Neigung, seine Länge, die kleine Bewegung an seinem oberen Ende. Jede Ritzung ist so leicht, dass du sie kaum sehen kannst. Du siehst sie nur, wenn das Laternenlicht das Blatt im richtigen Winkel trifft. Und dann siehst du sie für einen Moment alle. Ein weiches Netz feiner Falten, gelegt über die cremefarbene Oberfläche, wie die Linien in der Innenfläche einer alten Hand. Sie arbeitet. Du schaust zu. Der Kessel tickt. Die Werkstatt schwankt ganz sanft auf dem langsamen Wasser. Auf und ab. Auf und ab. Das Halteseil vorn am Stamm gibt ein leises Knarren von sich. Das Knarren weichen Seils, das gegen weiches Holz arbeitet. Ein Knarren, das du ebenso sehr fühlst wie hörst. Tief und geduldig. Es ist das Geräusch des Gehaltenwerdens. Das Geräusch des Nicht-Davontreibens. Draußen hebt ein Reiher langsam einen Fuß, im Flachwasser hinter der Weide. Plopp. Stille. Du spürst, wie deine Schultern ein Stück weiter sinken. Du spürst, wie deine Hände in deinem Schoß ein wenig schwerer werden. Du spürst die warme, feuchte Luft in deinem Nacken, weich wie Atem. Das Ritzen ist getan. Pell legt den Polierstein beiseite. Sie taucht ihre Fingerspitze, nur die Spitze, in die kleine Tonschale mit Wasser.
Sie tupft sie am Leinentuch trocken, sodass nur die feinste Feuchte auf ihrer Haut bleibt. Nun beginnt sie mit dem Rücken ihres Daumennagels die Ritzungen zu vertiefen. Sie führt ihren Daumennagel jeder gedrückten Linie entlang. Ganz leicht, gerade genug, um dem Pergament beizubringen, wo seine Falten sein werden. Der sanfte Fingerdruck wandert in langsamen Strichen über das Blatt und wo er vorbeizieht, wird die Ritzung ein wenig fester, ein wenig sicherer. Das Pergament beginnt, ganz leicht, sich an seine Form zu erinnern. Das ist die Regel der Strudel. Jede Faltung wird zweimal gemacht. Einmal, um das Papier zu leeren. Einmal, um es zu meinen. Also ist dies, was sie jetzt tut, die erste Faltung. Das Leeren, die Einführung. Sie drückt nicht fest. Sie besteht nicht. Sie fragt das Pergament sanft, ob es hier falten würde. Und hier. Und hier. Und das Pergament willigt sanft ein. Ihr Daumen wandert die längste Ritzung entlang. Die die Neigung des Weidenschattens werden wird. Langsam, von einem Ende zum anderen. Die Falte hebt sich sanft unter ihrer Berührung. Ein langes, flaches Tal im cremefarbenen Papier. Sie hebt ihren Daumen. Sie atmet. Nun die kürzere Ritzung. Ihr Daumen wandert sie entlang. Die Falte hebt sich. Nun die kleinste Ritzung, die oben, die kleine Bewegung der sich regenden Blätter. Ihr Daumen wandert. Die Falte hebt sich. Sie dreht das Blatt sanft und betrachtet es aus einem anderen Winkel. Die Falten sind nun da, in ihrer ersten weichen Form. Der Weidenschatten ist im Papier, gerade eben, wie ein Gedanke in den Augenblicken, bevor er ausgesprochen wird. Sie nickt ganz leicht. Sie ist zufrieden mit dem Leeren. Nun legt sie das Blatt wieder ab, flach, und sie lehnt sich vom Tisch zurück. Sie legt ihre Hände in den Schoß. Sie schließt die Augen. Sie lässt das Papier ruhen. Sie lässt sich selbst ruhen. Du ruhst auch. Der Kessel hinter ihr hat begonnen, den kleinsten singenden Ton zu machen. Ein dünnes, süßes Summen. Noch kein Pfeifen, nur die Andeutung von sich sammelnder Wärme. Der Deckel hebt sich um das winzigste Stück und setzt sich wieder. Klink, klink. Pell öffnet die Augen lange nicht. Sie atmet mit dem Kessel, mit dem Schwanken der Werkstatt, mit dem langsamen Drehen des Strudels unter dem Stamm. Und du, hier bei ihr, atmest auch. Ein und aus. Ein und aus. Das bernsteinfarbene Laternenlicht spiegelt sich auf dem langsamen Wasser draußen. Rund und rund. Rund und rund. Der Weidenschatten verschiebt sich. Das winzigste Stück, als die Brise die Blätter berührt. Ein Reiher irgendwo macht einen einzelnen Schritt. Plopp. Pell öffnet die Augen. Sie greift nach dem Kessel. Sie hebt ihn vom Kohlenbecken. Sie gießt einen stetigen Strom gerade warmen Wassers in den kleinen Tonkrug mit Schilftee. Und die getrockneten Blätter quellen auf. Und der grünbraune Geruch steigt in die warme Luft. Ein Geruch wie ein Marschland am frühen Morgen. Sauber und erdig und ganz leicht süß. Sie stellt den Kessel zurück auf das Kohlenbecken. Sie deckt den Krug mit einem kleinen Holzdeckel ab, damit der Tee ziehen kann. Der Krug wird ruhen. Der Tee wird sich sammeln. Es ist noch nicht nötig, einzugießen. Sie wendet ihre Aufmerksamkeit wieder dem Pergament zu. Nun kommt die zweite Faltung. Das Meinen. Sie nimmt das Blatt auf und hält es einen langen Moment in beiden Händen, fühlt sein Gewicht, fühlt die weichen Täler, die ihr Daumen ihm beigebracht hat. Sie dreht es sanft, sodass die größte Falte quer über ihren Handflächen liegt. Und dann, langsam, langsam, faltet sie. Ihre Hände heben sich einander entgegen. Das Pergament biegt sich entlang der langen Ritzung.
der Neigung des Weidenschattens, und die Falte vertieft sich. Sie drückt sanft mit ihren Fingerspitzen entlang des neuen Grats, und der Grat schärft sich. Nicht scharf, niemals scharf, sondern mit einer sanften Bestimmtheit, wie ein Satz, der klar, aber leise gesagt wird. Sie führt den Polierstein zweimal langsam den Grat entlang. Der Knochen gleitet die Falte entlang und setzt sie. Die Falte ist jetzt eine Falte. Sie ruht ihre Hände aus. Sie atmet. Sie dreht das Blatt, um die zweite Ritzung zu finden. Sie faltet wieder. Ihre Hände heben sich einander entgegen. Das Pergament biegt sich. Der Grat formt sich. Der Polierstein gleitet zweimal an ihm entlang. Die Falte ist gesetzt. Sie ruht ihre Hände aus. Sie atmet. Die dritte Falte, die kleinste, die Bewegung am oberen Ende. Diese macht sie nur mit ihren Fingerspitzen, ohne den Polierstein, weil sie so klein und so zart ist. Sie kneift das Pergament sanft zwischen Daumen und Zeigefinger und gibt ihm den winzigsten Knick, wie den Winkel eines einzelnen Blattes. Sie ruht ihre Hände aus. Sie atmet. Und wenn sie nun das Blatt aufhebt und es langsam ins Laternenlicht hält, ist es kein flaches Blatt mehr. Es ist zu einer Form geworden. Eine weiche, geneigte Form mit einer langen, anmutigen Neigung und einer kleinen Unruhe oben, der Weidenschatten, in Pergament gefaltet, der den Winkel der späten Sonne über langsamem Wasser hält. Sie ist nicht größer als ihre Handfläche. Sie ist nicht schwerer als ein Blatt. Und doch verstehst du, wenn du sie anschaust, irgendwie genau, was sie ist. Du kannst die Weide sehen. Du kannst das Gold sehen. Du kannst das lange, dunkle Tuch des Schattens sehen, das auf der Oberfläche des Stillwassers liegt. Die Faltung hat ihre Arbeit getan. Pell lächelt, ganz leise. Es ist kein stolzes Lächeln. Es ist ein stilles, zustimmendes Lächeln. Das Lächeln von jemandem, der einer kleinen Sache geholfen hat, sie selbst zu werden. Sie legt die Form behutsam auf den Tisch, auf ein sauberes Quadrat aus Leinen, damit sie ruhen kann. Sie wendet sich dem Kessel zu. Sie hebt den Deckel des kleinen Tongefäßes. Der Dampf steigt auf, langsam und voll vom grün-braunen Duft des Schilftees. Sie hebt das Gefäß mit beiden Händen und gießt den Tee langsam in eine kleine Tonschale, die auf dem Regal gewartet hat. Die Schale hat die Farbe von Flusslehm. Innen blassgrün glasiert, außen rau belassen. Sie schmiegt sich vollständig in ihre Handfläche. Sie hebt die Schale. Sie atmet den Dampf ein. Sie trinkt noch nicht. Sie atmet nur. Der Duft des Tees zieht durch die Werkstatt, setzt sich in den Ecken, setzt sich entlang der gewölbten Wände, setzt sich in die Zedernlatten, wo die anderen Pergamentblätter noch ruhen. Sie nimmt einen kleinen Schluck. Der Geschmack ist grün und braun und leicht süß. Der Geschmack eines Sumpfes am frühen Morgen. Der Geschmack eines Abends wie dieses. Sie hält die Wärme einen Moment im Mund, bevor sie schluckt. Sie senkt die Schale auf ihren Schoß. Draußen hat sich das Gold weiter zu Bernstein vertieft. Der Weidenschatten reicht jetzt fast über das ganze Stillwasser. Seine lange Neigung liegt auf dem Wasser wie ein schlafendes Tier. Die Reiher haben sich fast alle für die Nacht zusammengefaltet, die langen Hälse eingezogen, die blassen Augen halb geschlossen. Weiter unten im Delta, wo die Kanäle sich zum weiteren Wasser hin auffächern, kannst du die sanft schaukelnden Lichter anderer Werkstätten sehen. Jedes ein kleiner Bernsteinpunkt. Jedes treibt in seinem eigenen langsamen, getrennten Kreis. Rundherum, 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 rundherum. Du zählst die Lichter, ohne es zu wollen. 1, 2, 3, 4.
Du verlierst sanft den Faden, irgendwo nach 7, denn das Zählen war nicht der Sinn, und die Lichter sind zu einer Konstellation verschmolzen, die auf dem Wasser liegt. Pell nippt an ihrem Tee. Sie hat es nicht eilig, die Weidenschattenfaltung in ihre Wiege zu legen. Die Faltung muss ruhen, und sie muss ruhen, und der Tee muss getrunken werden, und der Abend muss in seinem eigenen langsamen Tempo weitergehen. Also sitzt sie, also sitzt du, also schaukelt die Werkstatt sanft auf dem langsamen Wasser. Auf und ab, auf und ab. Nach einer langen, stillen Weile stellt Pell ihre Schale auf das Regal. Ein wenig Tee bleibt am Boden der Schale, doch sie trinkt ihn noch nicht aus. Sie lässt gern einen kleinen Rest für später, als Markierung der Pause. Sie erhebt sich vom Kissen, auf diese entfaltende Weise, die ihr eigen ist, und durchquert die Werkstatt zu der Stelle, wo die geflochtenen Wiegen in ihrer Reihe auf dem Regal warten. Sie hebt eine Wiege mit beiden Händen. Die Wiege ist klein, nicht größer als ihre zusammengelegten, gewölbten Hände. Sie ist aus feinem Flussgras geflochten, dicht zu einer flachen Schalenform geflochten, mit einer kleinen Schlaufe hinten zum Anbinden. Das Gras ist blassgrün, etwas dunkler dort, wo es gebogen wurde. Das Geflecht ist dicht genug, eine gefaltete Form sicher zu halten, aber locker genug, um Luft und Wasser hindurchziehen zu lassen. Sie trägt die Wiege zurück zum Falttisch. Sie setzt sie neben die Weidenschattenfaltung. Sie hebt die Faltung behutsam an, mit 2 Fingerspitzen an der unteren Kante, so wie du einen Nachtfalter aufheben würdest, um Erlaubnis bittend. Sie senkt sie in die Wiege. Die Faltung setzt sich in die geflochtene Schale, als hätte die Wiege schon die ganze Zeit auf sie gewartet. Die Neigung des Weidenschattens lehnt sich an die Wölbung des Grases. Die kleine Unruhe oben neigt sich frei in die Luft. Im Laternenlicht sieht es genau aus wie ein kleiner Weidenschatten, der in einem Nest schläft. Pell betrachtet ihn einen langen, zufriedenen Moment. Dann hebt sie die Wiege mit beiden Händen und wendet sich dem runden Fenster zu. Das Fenster öffnet sich direkt zum langsamen Wasser des Stillwassers. In der unteren Wölbung des Fensters ist ein kleiner hölzerner Sims eingebaut. Ein Aussetzsims, poliert von vielen Abenden, an denen Wiegen ihn überquert haben. Sie stellt die Wiege auf den Sims. Von einem Haken neben dem Fenster nimmt sie ein Stück feinen, gewachsten Faden, weich flussgrün gefärbt. Das eine Ende des Fadens ist bereits an einem kleinen Haken an der Unterseite der Werkstatt befestigt. Das andere Ende schlingt sie sanft durch die Halteschlaufe der Wiege. Sie knüpft einen weichen Schlupfknoten, die Art, die hält, wenn sie gehalten wird, sich aber löst, wenn man sie darum bittet. Die Wiege ist nun angebunden. Sie wird nicht abtreiben. Sie wird nur in langsamen Kreisen innerhalb des Stillwassers treiben, die ganze Nacht, während der Fluss liest, was in sie hineingefaltet wurde. Sie hebt die Wiege vom Sims und senkt sie langsam auf die Wasseroberfläche. Das Wasser nimmt sie ohne ein Geräusch an. Die Wiege ruht auf der Oberfläche, getragen von ihrem eigenen Geflecht, getragen von der Weidenschattenfaltung in ihrem Inneren, getragen von der geduldigen Haut des Flusses. Sie lässt die Wiege los. Sie treibt sanft vom Sims weg, ein paar Finger breit, und dann ergreift die langsame Strömung des Stillwassers sie, und sie beginnt ganz langsam sich zu drehen. Rundherum und rundherum. Das bernsteinfarbene Laternenlicht fängt die Wiege und die Faltung in ihr ein, beleuchtet sie in weichen, warmen Tönen, und sie treiben langsam, langsam um die innere Wölbung des Stillwassers, angebunden an ihrem dünnen, grünen Faden. Der Fluss wird die Faltung lesen.
Der Fluss wird die Wiege drehen. Bis zum Morgen wird die Faltung ihre kleine Erinnerung an das Wasser abgegeben haben. Und Pell wird die leere Wiege von der Oberfläche heben. Und der Weidenschatten wird im Fluss sein, wohin er gehört. Aber das ist morgen. Das ist weit weg von jetzt. Jetzt ist nur Abend. Jetzt ist nur das langsame Drehen einer kleinen, geflochtenen Wiege auf dem langsamen Drehen eines langsamen Wassers. Jetzt ist nur das weiche, bernsteinfarbene Laternenlicht und die warme, feuchte Luft und der grün-braune Duft des Schilftees in der kleinen Tonschale. Pell lehnt sich auf ihr Kissen zurück. Sie beobachtet die treibende Wiege. Du beobachtest mit ihr. Die Wiege dreht sich. Rundherum und rundherum. Die Faltung in ihr, die lange Neigung des weiten Schattens, die kleine Unruhe oben dreht sich mit ihr. Rundherum und rundherum. Das Laternenlicht spiegelt sich auf dem langsamen Wasser jenseits der Wiege und zeichnet seine eigenen langsamen Kreise. Rundherum und rundherum. Irgendwo über das Delta hinweg kommt der weiche, einzelne Ton einer kleinen Glocke. Wieder, vielleicht dieselbe Glocke, vielleicht eine andere, über das Wasser zu dir und setzt sich in der warmen Luft der Werkstatt nieder. Ein Reiher, weit entfernt, macht einen einzigen Schritt. Plong. Stille. Der Kessel tickt. Einmal. Tick. Das Seil des Halteseils knarrt. Leise. Pell atmet. Du atmest. Die Werkstatt schaukelt. Sanft. Auf dem langsamen Wasser. Auf und ab. Auf und ab. Nach langer Zeit wendet sich Pell wieder dem Gestell mit dem Pergament zu. 5 Bögen sind noch übrig. Sie wird heute Abend nicht alle falten. Sie wird vielleicht noch einen wählen, vielleicht 2, vielleicht auch gar keinen, je nachdem, wie der Abend sich entfalten möchte. Für den Moment lässt sie ruhen. Stattdessen greift sie nach dem Kessel und füllt das kleine irdene Teekännchen mit einem weiteren, behutsamen Guss lauwarmen Wassers nach. Die Blätter quellen erneut auf, geben den grünbraunen Duft noch einmal frei. Diesmal tiefer, voller. Der zweite Aufguss, der immer weicher ist als der erste. Sie stellt das Kännchen beiseite, damit es ziehen kann. Sie nimmt den knöchernen Polierstab wieder zur Hand und beginnt ihn zu polieren, langsam mit einem kleinen Quadrat aus Leinen. Der Knochen nimmt die Politur gut an. Das Licht der Laterne gleitet in langen, warmen Streifen über ihn. Sie dreht ihn in der Hand, vom runden Ende zum verjüngten, poliert jede glatte Fläche. Und das Polieren selbst ist eine kleine Meditation, eine jener kleinen Aufgaben, die nichts vom Geist verlangen. Du beobachtest, wie der Knochen das Licht einfängt. Du beobachtest ihre Hände. Du fühlst deine eigenen Hände in deinem Schoß, wie sie sich noch ein wenig mehr in sich selbst hineinsetzen. Es eilt nicht. Es eilt nicht. Es eilt nicht. Als der Polierstab zu ihrer Zufriedenheit glänzt, legt sie ihn zurück auf sein kleines, gefaltetes Tuch. Sie lässt ihre Hände ruhen. Sie schenkt sich eine frische Tasse Tee ein, sanft, aus dem zweiten Aufguss. Die Tonschale füllt sich, langsam und stetig. Der Dampf steigt auf. Sie hält die Schale in ihren Handflächen und wärmt sie. Sie hebt die Schale an den Mund und nimmt einen Schluck. Der Geschmack ist diesmal weicher, grüner, weniger braun, mehr nach frischen Blättern als nach getrockneten. Sie hält die Wärme im Mund, bevor sie schluckt. Sie setzt die Schale ab. Draußen dreht sich die Wiege weiter langsam im Strudel. Du kannst sie durch das runde Fenster sehen. Ein kleines, bernsteinerleuchtetes Nest, das in seiner langsamen Runde treibt, mit der weiten Schattenfaltung, die aufgerichtet darin liegt. Rund
rund. Ein kleiner Fisch steigt im Wasser neben der Wiege auf. Du siehst einen winzigen Ring aus Wellen, der sich langsam und gleichmäßig ausbreitet und sich wieder in die geduldige Oberfläche auflöst. Die Wiege wippt das kleinste bisschen, beruhigt sich, dann setzt sie ihre Drehung fort. Die Blätter der Weide rühren sich ganz oben, weit über dem Wasser. Du hörst, ganz leise, ihr Rascheln, wie das papierene Rascheln von gefalteten Bögen, die sich setzen. Ein sanfter, langsamer Luftzug zieht durch das runde Fenster in die Werkstatt. Er trägt den Duft von nassem Gras, von Schlick, von feuchtem Pergament, von Abend. Er bewegt sich entlang der Wölbung der Wände. Er berührt deinen Nacken, sanft wie ein Atemzug, und ist fort. Pell nippt an ihrem Tee. Du lässt deine Augen ruhen, ganz leicht, auf dem, was am einfachsten zu betrachten ist, dem sanften Schein der Laterne, der Wölbung der Werkstattwand, der blassen Form der Wiege auf dem Wasser. Du musst nicht weiter hinsehen. Du darfst deinen Blick locker und unscharf werden lassen. Du darfst deine Lider sinken lassen, wenn sie sinken möchten. Das langsame Schaukeln der Werkstatt geht weiter. Auf und ab. Auf und ab. Das Seil des Halteseils knarrt, leise. Irgendwo weit weg klingt das kleine Glöckchen noch einmal. Ein Reiher macht einen einzigen leisen Schritt. Plonk. Stille. Nach ihrem Tee erhebt sich Pell erneut und geht zum Pergamentgestell. Sie lässt ihre Finger über den verbleibenden Bögen schweben. Sie spürt heute Abend keine starke Anziehung zu einem von ihnen. Der Abend hat ihr eine Faltung geschenkt. Und eine Faltung ist genug. Sie lächelt ihr stilles, zustimmendes Lächeln. Sie deckt das Gestell mit einem weichen Baumwolltuch ab, um den Staub abzuhalten und damit die Bögen die Nacht hindurch weiter entspannen können. Sie kehrt zu ihrem Kissen zurück. Sie nimmt einen kleinen Handbesen von einem Haken an der Wand. Ein winziger Besen aus weichen Schilfborsten, so groß wie ihre Hand. Sie kehrt den Falttisch ab, langsam, in langen, sorgsamen Strichen, und sammelt jede winzige Faser in einer kleinen Tonschale an der Ecke des Tisches. Die Fasern sind blass, fast unsichtbar. Das Kehren ist mehr Ritual als Notwendigkeit. Es ist eine Art, dem Tisch Danke zu sagen. Sie hängt den Besen zurück an seinen Haken. Sie nimmt die kleine Tonschale mit den Faserflocken und tritt ans runde Fenster. Sie kippt die Schale, sanft, und die Flocken zerstreuen sich in der Luft. Winzige, blasse Pünktchen, die langsam zur Wasseroberfläche hinabschweben, wo sie sich niederlassen und auf dem langsamen Strudel neben der Wiege treiben. Der Fluss nimmt sie zurück. Sie stellt die Schale an ihren Platz zurück. Sie kehrt zu ihrem Kissen zurück. Sie ist mit ihrer Arbeit für den Abend fast fertig. Die Laterne über der Tür brennt niedrig. Sie erhebt sich noch einmal, nimmt die Laterne von ihrem Haken und beschneidet den Docht, langsam, mit der winzigen Schilfschere. Ein kleiner Schnitt. Die Flamme wird ruhig. Sie hängt die Laterne wieder auf. Das warme, bernsteinfarbene Licht erfüllt die Werkstatt noch einmal, sanft und vollständig. Sie kniet sich hin und dämpft die Feuerschale, schiebt einen kleinen irdenen Deckel halb über die Glut, damit sie die Nacht hindurch sanft weiterglühen kann, ohne abzubrennen. Den Kessel lässt sie, wo er ist, noch warm, falls sie aufwacht und einen Schluck möchte. Sie tritt ein letztes Mal ans runde Fenster und blickt hinaus auf die Wiege. Die Wiege dreht sich rund und rund. Die Weidenschattenfaltung ruht in ihr, dem dunklen Himmel zugeneigt. Sie nickt ihr zu, sanft, so wie du einem Kind zunicken würdest, das du allein einschlafen lässt. Sie wendet sich vom Fenster ab. Im hinteren Teil der Werkstatt
gibt es ein niedriges Bett, eingebaut in die Wölbung des Stamms. Ein langes Brett, gepolstert mit weichen gefalteten Decken und ein einzelnes rundes Kissen, gefüllt mit getrocknetem Schilfflaum. Sie geht darauf zu. Sie lässt sich aufs Bett nieder, langsam, mit derselben sich entfaltenden Bewegung, die sie den ganzen Abend benutzt hat, und zieht sich eine weiche Decke über die Beine. Sie liegt auf der Seite, dem runden Fenster zugewandt. Sie kann die Wiege noch immer sehen, schwach, im bernsteinfarbenen Licht, wie sie sich im Strudel dreht. Ihre Augen werden schwer. Du fühlst, wie auch deine eigenen Augen schwer werden. Sie atmet ein, sie atmet aus. Die Werkstatt schaukelt. Auf und ab, auf und ab. Jetzt darfst du, wenn du möchtest, dein Gewahrsein lockern. Du brauchst Pell nicht weiter zu folgen. Sie ist geborgen. Sie ist sicher. Ihre Arbeit ist getan. Ihre Wiege dreht sich. Ihr Tee ist warm. Ihre Laterne brennt ruhig. Du darfst jetzt ruhen. Lass deine Schultern sinken. Lass deine Hände sinken. Lass die kleinen Muskeln deines Gesichts sinken. Das warme, bernsteinfarbene Licht ist hier. Das langsame Wasser ist hier. Der feuchte, grasige Duft des Flusspergaments ist hier. Das kühle, glatte Gewicht des knöchernen Polierstabs ist hier. Das papierene Rascheln gefalteter Bögen ist hier. Das gedämpfte Plonk eines Reihers, weit weg, im Flachen, ist hier. Du bist hier. Du bist gehalten. Der Strudel dreht sich. Rund und rund. Die Wiege dreht sich. Rund und rund. Der Weidenschatten ruht, gefaltet, in seinem Nest aus geflochtenem Gras, treibend unter dem sanften bernsteinfarbenen Licht. Das Seil knarrt, leise. Du treibst nicht davon. Du treibst nur. Du drehst dich nur. Du ruhst nur auf der geduldigen Haut eines langsamen Wassers. Hinauf und hinab, hinauf und hinab. Der Kessel tickt. Die Glocke klingt, sehr fern. Der Reiher schreitet. Plumps. Die Weide regt sich. Das bernsteinfarbene Licht spiegelt sich rund und rund auf dem langsamen Wasser. Du atmest ein. Du atmest aus. Dein Körper wird schwerer. Deine Gedanken werden weicher. Die Werkstatt ist warm. Die Luft ist warm. Der Tee ist warm. Das Licht ist warm. Der Fluss ist langsam. Die Faltung ist gesetzt. Die Wiege ist verteut. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun. Es gibt nichts zu tun. Du darfst ruhen. Du darfst ruhen. Das bernsteinfarbene Licht ist hier. Das langsame Wasser ist hier. Der feuchte, grasige Geruch. Der kühle, glatte Knochen. Das papierne Rascheln. Das gedämpfte Plumpsen. Das leise Knarren des Seils. Die ferne, kleine Glocke. Das langsame Drehen. Rund und rund. Rund und rund. Du bist gehalten. Du bist warm. Du bist weich. Du bist langsam. Du darfst treiben. Du darfst treiben. Du darfst treiben. Schlafe jetzt. Schlafe jetzt. Schlaf. Das bernsteinfarbene Licht wandert sehr langsam über den hölzernen Boden der Werkstatt. Es überquert eine Diele und dann noch eine. Du musst es nicht beobachten. Du musst nur wissen, dass es da ist. Sich bewegend. Langsam. Über das Holz. Der Kessel tickt noch einmal auf dem warmen Herd. Ein kleiner, runder Laut. Ein Laut wie ein Stein, der in tiefes Wasser fällt. Ein Laut, der sich sanft hinter sich selbst schließt. Tick. Und dann Stille. Und dann, nach einer Weile, Tick. Und dann Stille. Die Wiege auf dem Fluss dreht sich in ihrem langsamen Wirbel. Das Seil knarrt. Der Weidenschatten ruht in seinem Nest aus geflochtenem Gras. Gefaltet. Still. Geduldig. Das gefaltete Papier braucht nichts von dir. Es ist vollendet. Es ruht nur.
so wie du ruhst. Vielleicht bemerkst du, ganz leise, den Geruch der Zedernspäne in der kleinen Schachtel neben der Werkbank. Ein warmer Geruch, ein trockener Geruch, ein Geruch wie lange Nachmittage. Die Zeder ist hier, das Pergament ist hier, der Knochenpolierer ist hier, die gefalteten Bögen sind hier, der Reiher ist fern, die Glocke ist fern, du bist hier, im warmen Zimmer, im weichen Sessel, gehalten vom geduldigen Holz und vom geduldigen Kissen und von der geduldigen Luft. Gehalten. Draußen, auf dem langsamen Wasser, beginnt sich das Licht zu wandeln. Sehr allmählich. Das Bernstein wird ein wenig tiefer, ein wenig weicher, ein wenig goldener. Als faltete sich der Tag selbst, eine langsame Falte nach der anderen, so wie sich das Pergament unter dem Knochenpolierer faltete. Eine Falte und dann ein Glätten und dann noch eine Falte und dann noch ein Glätten. Der Tag faltet sich selbst. Leise, ohne Mühe, ohne Eile. Du musst nicht helfen, du musst nur ruhen. Die Weide lässt ihre langen, grünen Finger durch das langsame Wasser ziehen. Jedes Blatt eingetaucht, jedes Blatt gehoben, jedes Blatt erneut eingetaucht. Ein kleiner Fisch irgendwo zeichnet den kleinstmöglichen Ring auf die Oberfläche. Und dann weitet sich der Ring. Und dann weitet sich der Ring noch mehr. Und dann ist der Ring verschwunden. Ein Vogel zieht darüber hinweg, sehr hoch, auf geduldigen Schwingen. Er ruft nicht, er zieht nur vorüber. Das Schilf am Ufer neigt sich und neigt sich zurück und neigt sich wieder. Du spürst deinen Atem, sanft in deiner Brust. Ein und aus, ein und aus. Deine Schultern sind schwer, deine Arme sind schwer, deine Hände sind schwer und warm in deinem Schoß. Dein Kiefer ist weich, deine Stirn ist weich, deine Augen sind weich. Der Sessel hält dich, das Zimmer hält den Sessel, die Werkstatt hält das Zimmer. Der Fluss hält die Werkstatt in seinen langsamen braunen Armen. Das Tal hält den Fluss. Der weiche, bernsteinfarbene Himmel hält das Tal. Und etwas Größeres und Gütigeres und Stilleres als all das hält den Himmel. Du bist gehalten. Den ganzen Weg nach außen. Und den ganzen Weg nach innen. Es fehlt nichts. Es ist nichts unerledigt geblieben. Das gefaltete Papier ruht in seiner Wiege. Die Wiege ruht auf dem langsamen Wasser. Das Wasser ruht in seinem langen, steinernen Bett. Die Steine ruhen unter dem geduldigen Gewicht der Jahre. Alles ruht. Allem ist erlaubt zu ruhen. Dir ist erlaubt zu ruhen. Dir ist erlaubt zu ruhen. Das bernsteinfarbene Licht wandert über eine weitere Diele des Bodens. Langsam, ohne Laut. Der Kessel tickt. Die Glocke klingt sehr fern, im weichen Tal. Der Reiher schreitet. Plumps. Die Weide regt sich. Ein kleiner Hauch Flussluft kommt durch die offene Tür. Er ist kühl und feucht und trägt den leisen grünen Duft des Schilfs. Er streicht über dein Gesicht. Sanft. Und dann zieht er weiter. Du lässt ihn ziehen. Du lässt alles ziehen. Den Atem, das Licht, den Geruch, den Laut. Jedes Ding kommt. Jedes Ding bleibt einen Augenblick. Jedes Ding zieht seines Weges. Du musst nichts davon festhalten. Du musst nichts davon bewahren. Es wird alles wiederkommen zu seiner eigenen Zeit. Morgen oder übermorgen oder am Tag danach. Für jetzt darfst du es vorüberziehen lassen. Für jetzt darfst du ruhen. In der Werkstatt erreicht das weiche bernsteinfarbene Licht das Bein der Werkbank. Es ruht dort, kurz. Es wärmt die alte Maserung des Holzes. Es findet die kleine Kerbe, in die vor langer Zeit eine sorgfältige Hand ein winziges Zeichen schnitt. Es füllt die Kerbe mit Gold. Und dann, sehr langsam,
zieht das Licht weiter. Es überquert den Fuß der Werkbank. Es überquert den Rand der geflochtenen Matte auf dem Boden. Es beginnt im kleinsten Maß die Seite des weichen Sessels hinaufzuklimmen. Es klimmt zu dir hinauf. Langsam. Ohne Eile. Es wird dich zu seiner eigenen Zeit erreichen. Du musst nicht darauf warten. Du musst nicht hinsehen. Der Kessel tickt. Die Glocke klingt sehr fern. Der Reiher schreitet. Plumps. Die Wiege dreht sich. Rund. Und rund. Das gefaltete Papier ruht. Du ruhst. Ein langer, langsamer Augenblick vergeht. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Draußen auf dem Fluss weitet sich der Wirbel um das kleinste Maß. Die Wiege treibt eine Fingerbreite weiter vom Ufer fort. Das Seil spannt sich, sanft. Und dann zieht es die Wiege, sanft, zurück, hinaus und herein, hinaus und herein. Der Fluss atmet, du atmest. Der Fluss atmet, du atmest. Irgendwo talabwärts klingt die Glocke wieder. Ein kleiner Ton. Rund und golden und fern. Er reist über das langsame Wasser. Er reist durch das Schilf. Er reist durch die offene Tür der Werkstatt. Er findet dein Ohr. Und dann ist er fort. Ein kleines Runden von Klang. Ein kleines Falten von Luft. Ein kleiner Besuch. Du lässt ihn zu Besuch sein. Du lässt ihn ziehen. Das bernsteinfarbene Licht klettert weiter an der Seite des Sessels empor. Sehr langsam. Es erreicht den Rand des Kissens. Es ruht dort. Es wärmt den weichen Stoff. Du spürst vielleicht die kleine Wärme an deinem Knie. Oder vielleicht auch nicht. Beides ist gut. Es gibt nichts, was du fühlen musst. Es gibt nichts, was du tun musst. Du darfst einfach hier sein. Du darfst einfach ruhen. Der Kessel tickt, jetzt leiser, während sich das Wasser in seinem Inneren beruhigt. Der Herd glüht, niedrig und gleichmäßig. Die Schatten in den Ecken der Werkstatt vertiefen sich, sanft, zu einem weichen, freundlichen Braun. Die Werkzeuge an der Wand, die kleinen Holzhämmer, die geduldigen Ahlen, die Spulen mit gewachstem Garn, setzen sich in ihre Haken, ruhen, jedes an seinem Platz. Alles hat seinen Platz. Das gefaltete Papier hat seine Wiege. Die Wiege hat ihren Wasserwirbel. Der Wasserwirbel hat sein langsames Wasser. Das langsame Wasser hat sein langes, steinernes Bett. Die Werkstatt hat ihren stillen Fluss. Du hast einen weichen Sessel. Alles ist an seinem Platz. Alles ist gehalten. Du darfst ruhen. Du darfst ruhen. Das bernsteinfarbene Licht dämmt sich um das kleinste Maß. Der Tag, irgendwo weit oben, legt eine weitere langsame Falte. Das Tal, irgendwo draußen, jenseits der Tür, lässt seine langen Schultern sinken. Das Schilf neigt sich und neigt sich zurück und neigt sich. Die Weide lässt ihre langen grünen Finger streifen. Ein kleiner Frosch, irgendwo am Ufer, macht einen leisen Laut. Eine runde, tiefe Note. Und dann ist er wieder still. Ein kleiner Hauch von Wind streicht über das langsame Wasser. Die Oberfläche kräuselt sich um das kleinste Maß und ist dann wieder glatt. Die Wiege dreht sich. Rund und rund. Das gefaltete Papier ruht. Du ruhst. Du magst jetzt bemerken, wie weich dein Atem geworden ist. Wie langsam. Wie leicht. Ein und aus. Ein und aus. Es liegt keine Anstrengung darin. Es liegt keine Dringlichkeit darin. Er bewegt sich einfach. So wie das langsame Wasser sich bewegt. So wie die Weidenblätter sich bewegen. So wie das bernsteinfarbene Licht sich über den Holzboden bewegt. Aus einer eigenen Art von Geduld. Du musst nichts tun. Der Atem atmet sich selbst. Der Fluss fließt sich selbst. Das Licht verblasst sich selbst. Du bist nur hier. Ruhend. Gehalten. Warm. Weich. Langsam.
gehalten, warm, weich, langsam. Der Kessel tickt. Die Glocke klingt sehr weit entfernt. Der Reiher tritt. Plumps. Die Weide regt sich. Jeder kleine Laut kommt zu dir, freundlich, von der anderen Seite des langsamen Tals und geht dann seines Weges. Keiner von ihnen verlangt etwas von dir. Keiner von ihnen braucht etwas von dir. Sie sind nur die sanften kleinen Noten eines Abends, der weiß, wie er sich zusammenfaltet. Du darfst sie vorüberziehen lassen. Du darfst sie vorüberziehen lassen. Ein langer, langsamer Moment vergeht. Und dann noch einer. Und dann noch einer. Das bernsteinfarbene Licht dämmt sich. Ein wenig mehr. Die Ecken der Werkstatt werden weicher und runder und stiller. Das Glühen des Herdes wird zum wärmsten Ding im Raum. Ein kleines, stetiges Gold. Eine kleine, stetige Wärme. Der Sessel hält dich. Das Kissen hält dich. Der warme Raum hält dich. Der langsame Fluss, gleich draußen, hält die Werkstatt auf seinem geduldigen braunen Rücken. Du bist gehalten. Ganz und gar. Du darfst ruhen. Du darfst ruhen. Du darfst ruhen. Draußen auf dem Wasser wird die Wiege ein wenig langsamer. Der Wasserwirbel selbst wird langsamer, während der Fluss sich in seine Abendruhe legt. Das gefaltete Papier in der Wiege rührt sich nicht. Es ist fertig. Es ruht nur. So wie du fertig bist für den Tag. So wie du nur ruhst. Das Seil der Verteuerung knarrt leise. Ein kleines Knarren. Und dann Stille. Eine lange, weiche Stille. Die Art von Stille, die nicht auf dich drückt. Die Art von Stille, die sich um dich herum öffnet, so wie das langsame Wasser sich um die Wiege öffnet. Die Art von Stille, die dich leicht hält, wie warmer Stoff. Du ruhst in der Stille. Du ruhst. Das bernsteinfarbene Licht hat fast deine Hand erreicht. Jetzt, auf der Armlehne des Sessels. Der kleinste Saum von Wärme an der Rückseite deiner Knöchel. Eine geduldige Wärme. Eine freundliche Wärme. Du musst sie nicht spüren. Du musst nur hier sein. Der Kessel tickt. Einmal. Und ist dann still. Das Wasser in seinem Inneren hat sich gesetzt. Die Kohlen des Herdes atmen ihren niedrigen, gleichmäßigen Atem. Ein und aus. Ein und aus. Du atmest mit dem Herd. Du atmest mit dem Fluss. Du atmest mit der Weide und dem Schilf und der sich langsam drehenden Wiege und der kleinen fernen Glocke und dem geduldigen Reiher in den Untiefen. Alles atmet zusammen. Langsam. 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 Die Glocke klingt sehr weit entfernt. Eine letzte kleine, runde, goldene Note. Sie wandert über das langsame Wasser. Sie wandert durch das Schilf. Sie wandert durch die offene Tür. Sie ruht für einen Moment in der warmen Luft der Werkstatt. Und dann ist sie fort. Und die Stille kehrt zurück. Eine tiefe, freundliche, geduldige Stille. Du ruhst in ihr. Du ruhst. Das bernsteinfarbene Licht ist jetzt sehr weich. Fast die Farbe von Honig. Fast die Farbe der Innenseite eines geschlossenen Augenlids am späten Nachmittag. Es drückt nicht. Es verlangt nicht. Es ruht nur auf den Dingen der Werkstatt. Auf der Werkbank. Auf dem Boden. An der Seite des weichen Sessels. Auf deiner Hand. Es ruht auf dir. Du ruhst mit ihm. Dein Körper ist schwer. Dein Körper ist warm. Dein Körper ist gehalten. Deine Gedanken sind weich. Deine Gedanken sind langsam. Deine Gedanken sind still. Was immer dich heute getragen hat, du darfst es hier ablegen. Im weichen Sessel. Im warmen Raum. Am langsamen Fluss. Unter dem bernsteinfarbenen Licht. Leg es ab. Du wirst es nicht verlieren. Es wird hier sein, falls du es brauchst, am Morgen. Sauber gefaltet, wie ein Bogen Pergament,
geglättet mit einem Knochenpolierer, ruhend in seiner Wiege. Für jetzt leg es ab. Für jetzt darfst du ruhen. Die Wiege auf dem Fluss dreht sich noch einmal sehr langsam. Rund und rund. Der Schatten der Weide ruht in seinem Nest aus geflochtenem Gras. Das gefaltete Papier rührt sich nicht. Das Seil der Verteuung knarrt, leise. Der Herd glüht. Der Kessel ist still. Die Glocke ist still. Der Reiher ist still. Nur das langsame Wasser spricht. In seiner langen, weichen Stimme. Eine Stimme, die schon sehr lange spricht und sehr lange weiter sprechen wird. Eine Stimme, der man nicht zuhören muss. Eine Stimme, die sich einfach bewegt. Du hörst zu, ohne zuzuhören. Du ruhst. Du ruhst. Das bernsteinfarbene Licht beginnt, ganz sanft zu verblassen, um das kleinste Maß. Die Werkstatt wird ein wenig dunkler, ein wenig weicher, ein wenig runder an ihren Rändern. Die Schatten in den Ecken vertiefen sich zu einem warmen, freundlichen Braun. Das Glühen des Herdes ist das freundlichste Licht im Raum. Es ist genug. Es ist genug. Du brauchst nicht mehr Licht als dieses. Du darfst die Augen schließen, falls sie nicht schon geschlossen sind. Du darfst sie ruhen lassen. Du darfst alles ruhen lassen. Den Atem, der sich selbst atmet. Den Fluss, der sich selbst fließt. Den Tag, der sich selbst faltet. Die Nacht, die sich öffnet. Langsam, freundlich, um den kleinen warmen Raum und den weichen Sessel und dich. Du bist geborgen. Du bist warm. Du bist weich. Du bist langsam. Du darfst treiben. Die Wiege treibt in ihrem langsamen Strudel, im Kreis und im Kreis. Du treibst in deinem weichen Sessel, im Kreis und im Kreis. Es gibt kein Ufer, das du erreichen müsstest. Es gibt kein Ufer, das du verlassen müsstest. Da ist nur das langsame Wasser und die geduldige Wiege und der warme Raum und das sanfte Licht und ein langsamer, leichter Atem. Ein und aus. Ein und aus. Die Werkstatt ist still. Der Fluss ist still. Das Tal ist still. Du bist still. Du bist still. Alles ist gut. Alles ist an seinem Platz. Das gefaltete Papier in seiner Wiege. Die Wiege in ihrem Strudel. Der Strudel in seinem langsamen Wasser. Das langsame Wasser in seinem langen, steinernen Bett. Die Werkstatt in ihrem stillen Tal. Du in deinem weichen Sessel. Geborgen, geborgen, geborgen. Du darfst jetzt ruhen. Du darfst jetzt ruhen. Du darfst jetzt ruhen. Der Schlaf ist da. Der Schlaf ist da. Wie das bernsteinfarbene Licht. Sanft, langsam, geduldig, freundlich. Du musst nicht gehen, um ihn zu suchen. Er ist schon bei dir. Er war bei dir. Die ganze Zeit. Du darfst ihn hereinlassen. Du darfst ihn bleiben lassen. Der Herd glüht, der Fluss fließt. Die Wiege dreht sich. Im Kreis. Und im Kreis. Im Kreis. Und im Kreis. Du treibst. Du treibst. Du treibst. Das bernsteinfarbene Licht. Das langsame Wasser. Der warme Raum. Der weiche Sessel. Die freundliche Stille. Alles hier. Alles hier. Alles hier. Bei dir. Du bist geborgen. Du bist warm. Du bist weich. Du bist langsam. Du bist sicher. Du darfst schlafen. Du darfst schlafen. Du darfst schlafen. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht.